Bestimmt kennt ihr das Problem. Das Lieblingsalbum soll endlich mal wieder von vorne bis hinten durchgehört werden, aber im Wohnzimmer will zeitgleich jemand Fernsehen oder arbeitet, oder aber die Musikgeschmäcker sind einfach zu verschieden. In diesem Video zeige ich euch, wie ihr dank bidirektionalem Bluetooth kabellose Kopfhörer mit dem Meisterstück verbinden könnt. Und damit hallo und willkommen zu diesem Sonoro Produkttutorial. Bidirektional, also zwei Wege, bedeutet dabei einfach, dass das Meisterstück in der Lage ist, Bluetooth-Signale sowohl zu empfangen als auch zu senden. Möchte ich also beispielsweise eine CD oder Radio hören, kann ich das ungestört tun und bin dank der kabellosen Verbindung zu Kopfhörern nicht an einen Ort im Raum gebunden. Zunächst muss ich die Kopfhörer in den Kopplungsmodus versetzen. Dafür einfach den jeweiligen Herstellerangaben folgen. Außerdem muss ich sicherstellen, dass die Kopfhörer nicht noch mit einem weiteren Bluetooth-fähigen Gerät, wie zum Beispiel einem Handy, verbunden sind. Als nächstes drücke ich direkt am Meisterstück die Bluetooth-Taste oder wähle die Funktion über das Menü aus. Wenn das Bluetooth-Symbol blinkt, befindet sich das Meisterstück im Kopplungsmodus. Nach einer kurzen Wartezeit wird der Name des Kopfhörers im Display angezeigt. Diesen wähle ich aus und bestätige den Befehl Koppeln. Bei erfolgreicher Verbindung erscheint die Meldung Bluetooth gekoppelt. Wenn die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist, werden die internen Lautsprecher des Meisterstücks deaktiviert. Die Ausgabe erfolgt jetzt ausschließlich über die verbundenen Kopfhörer. Ist die Verbindung einmal hergestellt, lassen sich die zahlreichen Quellen des Meisterstücks über die verbundenen Kopfhörer abspielen. Um eine aktive Bluetooth-Verbindung zu trennen, halte ich die Bluetooth-Taste so lange gedrückt, bis die Meldung Bluetooth getrennt erscheint. Das jeweils zuletzt verbundene Gerät wird vom Meisterstück automatisch wieder verbunden. Andere, bereits zuvor verbundene Geräte lassen sich mit einem Druck auf die Bluetooth-Taste anzeigen, auswählen und erneut verbinden. Und damit steht kabellosem Musikgenuss mit dem Meisterstück nichts mehr im Wege. Ich sage danke und bis bald bei einem weiteren Sonoro Produkttutorial.